Was macht man an einem Seetag? Essen, Pool, Essen, Pool, Essen, Pool, Abendessen. Wir gehen heute Abend ins Rosini, das Feinschmecker-Lokal auf der AIDA. Dazu gibt es ein kleines Zwischenfazit der Reise und ein Resümee der Restaurants und wir gehen heute noch rutschen. Freut euch drauf! Nehmen wir wieder den Glas auf. Wir starten den Tag mit einem obligatorischen Rundgang über das oberste Deck. Der ist aber lahm. So. Und bei Deck 7 sind wir dann auch gleich beim Essen. Morning. Das ist hier kalt drin. Guck mal da hinten. Danach geht es zum Frühstück. Es ist immer ein langer Weg vom Buffet zum Platz. Gut. Laktosefreie Milch gibt es zum Glück in jedem Buffet-Restaurant. Erstmal in Ruhe Kaffee trinken und dann gibt's Frühstück. Guten Morgen, heute haben wir den zweiten Seetag auf unserer Reise und sind hier in der weiten Welt Restaurant und frühstücken jetzt erstmal in Ruhe. Der hintere Aufzug. Kannst du noch Licht tanzen. Wo wir hier hinkommen. Ah ja, komm mal raus. Wo sind wir denn hier? Ach, ein Kletterpark. Bei seltenes Glück haben wir mal einen der begehrten Plätze hier erwischt. Draußen ist es doch arschwindig. Aber hier liegt man auch schön in der Sonne. Wer den Tag nicht am Pool verbringen will, der findet natürlich reichlich Aktivitäten an Bord. Hier in diesem kleinen Blättchen, das jeden Abend für den nächsten Tag an der Kabinentür hängt, findet man alle wichtigen Informationen. Da sind so viele Aktivitäten drin, die kann man alle gar nicht schaffen. Auch die ganzen Öffnungszeiten und wichtige Informationen über den nächsten Hafen sowie bestimmte Dinge und Shows werden hier gezeigt. Das ist Marinas liebste Abendlektüre, bevor sie schläft. Einen Kritikpunkt möchte ich mal ansprechen. Wenn man in der Mitte am Pool sitzt, dann weht ein eiskalter Wind durch den Raum, wenn hinten die Türen zu den Aufzügen aufgehen. Ich kann da nicht sitzen, mir ist das zu kalt. Aber an den Seiten geht's. Mit unserer Reise hat die AIDA Perla ein neues Handtuchkonzept eingeführt. Man bekommt nur noch ein Handtuch und muss das am Ende der Reise wieder auschecken, ansonsten muss man 20 € bezahlen. Man kann das Handtuch jederzeit zum Beispiel an so einer Stelle tauschen, aber bisher hat das noch nichts gegen notorische Liegenbesetzer genutzt. Mal schauen, wie es in der Zukunft wird. Theoretisch kann man sich natürlich von einem Stuhl, wo nur ein Handtuch liegt, ein Handtuch nehmen und das tauschen und dann hat man ein zweites Handtuch. Am Ende der Kette bleibt irgendjemand übrig, der kein Handtuch hat. Es wird natürlich dazu führen, dass man auf sein Handtuch mehr aufpassen muss. Die AIDA Perla ist vermutlich das Testschiff. Je nachdem, wie erfolgreich das Handtuchkonzept ist, wird es möglicherweise auch auf andere Schiffe ausgeweitet oder wieder abgeschafft. Wir machen uns auf zu den Rutschen. Wir wollen die natürlich auch ausprobieren. Es ist ein langer Weg die Treppe hoch. Es ist nichts los, wenig Kinder an Bord. Jeder einmal jede Rutsche. Bei 3. 1, 2, 3. Kurzes Vergnügen und schon ist es wieder vorbei und dann ist auch schon wieder Essenszeit. Mittags kann man auch außerhalb des Restaurants sitzen. Da hat man mehr das Freiheitsgefühl und schaut hier auch wunderbar aus Wasser. Die Stäbchen mit Kartoffelpüree wie bei uns zu Hause. Und der Nachtisch darf auch nicht fehlen. Ja, das ist der Vorteil der AIDA hier mit dem Pool.
Wir sitzen hier im Trocknen und draußen schüttelt es gerade. Wir beenden jetzt unseren Pooltag und gehen Kaffee trinken. Am Nachmittag gönnen wir uns noch einen Kaffee, denn der Seetag ist schon lang. War ein sehr schöner Seetag. Und jetzt gibt es hier Kunstauktionen, aber das ist nichts für uns. Gegenüber der Tapas-Bar geht es hier in die Spray-Bar. Hinter der Tapas-Bar gut versteckt ist das Nightfly und dahinter die Spraybar. Im Nightfly finden immer besondere Shows statt, auch davon werden wir noch berichten. Ein langer Gang führt zur Spraybar. Jetzt gucken wir wieder in die Champagnerbar. Ja. Und dann geht es in die Champagnerbar. Die Spraybar ist die Champagnerbar. Die Wirt, der verlassen hat, erst um 9:30 abends auf. Hier kann man die Vögel beobachten, wie sie immer wieder nach Fischen tauchen. So schön wie das auch ist, aber sie kacken die vorderen Balkone voll. Das ist nicht nett von den Vögeln. Zweite Weltrestaurant, das ist noch nicht besucht, das ist noch zu früh, aber das ist schon ziemlich groß und geht auch bis hinten hindurch. Was mich überrascht, ist, dass das Buffet doch relativ klein ist. Das empfinde ich im Marktrestaurant größer. Hier ist jeden Tag ein Mottotag. Bei Spanien gab es Paella, die ist mir aufgefallen. Aber es geht bis hinten durch und dann kann man auch rausgehen. Die Seekarte hätte ich auch gerne, da ist unser Captain Andreas Erzin drauf. Bingo gibt's auch. 4.000 € kann man gewinnen. Aber wir gehen hier zum Rossini heute. Als wir im Sushi-Restaurant saßen, haben wir uns schon gewundert, dass alle mit solch einer Karte aus dem Rossini rausgekommen sind. Aber kein Wunder, hier steht tatsächlich unser Name drauf. Wir haben ja schon lange zu Hause reserviert, um unseren Wunschtermin zu bekommen. Und wer lange vorher reserviert, da steht dann der Name drauf. Das ist eine nette Idee. Leute, die kurzfristig gebucht haben, haben eine Karte ohne Namen bekommen. Im Rossini kann man wählen zwischen einem 3-Gang-Menü für 39 € und einem 6-Gang-Menü für 59 €. Wir werden heute ein 6-Gang-Menü zu uns nehmen und eine schöne Flasche Weißburgunder dazu trinken. Die meisten um uns herum haben sich allerdings nur für das 3-Gang-Menü entschieden. Aber seht selbst. Es geht los. Gruß aus der Küche und Ochsenbacke, so habe ich die noch nicht gesehen. Das ist die Vorspeise, zweimal Thunfisch. Lecker. Lass ich mir nicht schmecken. Außen nach innen. Der Paprikasuppe. Paprikasuppe, den Rand habe ich jetzt schon halb versenkt und du hast mich schon ganz versenkt. Jetzt sind wir beim dritten Gang, der Zwischengang. Jakobsmuschel und Blumenkohl und Garnele, wo auch immer die Garnele ist. Okay, das ist jetzt die Erfrischung. Apfelsorbet. Ich muss mal erfrischen. Ja, lass dich erfrischen. Der Hauptgang Iberico. Ich habe noch nie so rohes Schweinefleisch gegessen. Premiere. Guten Appetit. Sieht jedenfalls sehr gut aus. Ja. Churros alla Rossini. Ja. Sieht sehr gut aus. Ja. Ich hebe es mal ab und dann kann man dann gucken. Es war ein sehr entspannter Abend mit einem super netten Servicepersonal. Speisen, Getränke und Trinkgeld waren 170 €. Uns hat sehr lecker geschmeckt. Ob es einem das wert ist, muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber es ist sicherlich nichts für jeden Tag. Jetzt mal ein Wort zu den anderen Restaurants an Bord. In den Buffet-Restaurants sind Speisen und Getränke inklusive. In den Buffets-Restaurants gab es gefühlt jeden Tag das Gleiche. Klar, wiederholt sich das im Laufe der Zeit, aber uns fehlte einfach die Abwechslung. Am besten hat noch meinen Geschmack getroffen das Belladonna. Deshalb waren wir da zum Schluss auch öfters.
Dann die Spezialitätenrestaurants. Hier ist das Essen umsonst, aber die Getränke muss man bezahlen, es sei denn, man hat ein Getränkepaket. Das French Kiss war gut, es hat aber auch immer die gleiche Speisekarte. Im Casanova waren wir nicht, das hat uns bei unseren letzten Reisen nicht so ganz zugesagt, aber ist halt Geschmackssache. Das Schöne ist, dass man alle Gänge zweimal bestellen kann. Entweder weil es einem besonders gut geschmeckt hat oder weil man noch gerne was anderes ausprobieren möchte und man sich nicht entscheiden kann. Beim Brauhaus hat uns gewundert, dass das auch mittags zu hat. Früher war das mittags immer auf und man konnte eine Currywurst oder sowas essen. Die Speisekarte im Brauhaus abends hat mich auch enttäuscht. Das war auch nicht sehr brauhauswürdig. Wir leben hier in der Nähe von Köln und kennen viele Brauhäuser. Da kommt das Brauhaus der AIDA einfach nicht mit. Wir vermissen das Fischrestaurant, das es auf der Cosma und auf der Nova gibt. Ansonsten ist die Perla sehr schön und wir fühlen uns hier total wohl. Was gab es noch? Ach ja, das Deck oben ist hier bei dem Wetter sehr rutschig. Es regnet ja oft und das Deck ist meistens nass und es gab auch schon relativ viele Unfälle. Für mich haben die da oben den falschen Decksbelag. Auch noch zur Info, Ausflüge kann man überall auf eigene Faust machen. Es stehen überall genügend Taxen bereit, mit denen man dann spontan unterwegs sein kann. Die ABC-Inseln haben wir jetzt verlassen. Die waren sehr schön, aber für uns noch zu holländisch und zu wenig karibisch. Aber das wird sich jetzt mit der nächsten Insel ändern. Zum Schluss noch die Lasershow. Wir sehen uns im nächsten Vlog auf Grenada.